Ihr werdet hinterher durchs Schloss in Oldenburg führen. Und zwar nicht unbedingt irgendwelche normalen Gäste, sondern eben Schülerinnen und Schüler anderer Schulen. Ja, herzlich willkommen beim WordPress Foto Projekt. Das Schule Museum Projekt ist jetzt in der 7. Runde. Ich habe euch die Kataloge mitgebracht aus diesem Jahr. Mit dem werdet ihr hauptsächlich arbeiten. Als ich durch diesen Katalog geblättert habe, ist mir aufgefallen, dass es so viel mehr Themen gibt als nur jetzt zum Beispiel Trump und nur den Ukraine-Krieg. Es gibt so viel, überall noch Krieg. Ich war einerseits überrascht bei einigen Bildern, bei anderen Bildern war ich auch wirklich traurig und auch entsetzt, wie es dazu auch zustande kam. Dann schaut man sich halt Bilder an, die unfassbares Leid zeigen. Das Leid, das wir nicht erleben, aber Menschen überall in der Welt. Und das ist dann auf einmal doch auch ein sehr bedrückendes Gefühl. Wir werden aber nicht nur mit dem Katalog arbeiten, sondern wir werden über den Katalog hinaus natürlich auch ganz viel recherchieren. Was sehr spannend war, dass man nicht, wie gesagt, auf den ersten Blick sieht, ja, was steckt überall dahinter. Dann liest man die Texte und man ist komplett überrascht. Dann kann es sehr gut sein, dass ihr Bilder, die ihr vielleicht im ersten Moment gar nicht so nehmen würdet, durch die Geschichte aber unbedingt mit rein haben wollt. Ich weiß ja nicht mit Familie, Tschüss, gute Besserung. Wenn ihr dann recherchiert habt und wisst, okay, welche Infos wollen wir drin haben, gucken wir, wie wollen wir das vermitteln, mit welcher Interaktion. Kein Name, kein Alter, also das kannst du dann auch ruhig sagen. Man lernt auch, wie ich was vortrage, etwas vorstelle, das hilft mir auch irgendwann im Leben weiter. Also, was haben wir heute vor? Ihr seht, ich habe die Bilder nochmal ausgedruckt mitgebracht, ähnlich wie letzte Woche. Ich möchte euch bitten, die gleich nochmal im Raum in den Räumen zu verteilen. 1, 2, 3 und 4 da drüben, also die freien Sendenutzen, die letzte Woche. Klebeband liegt auch hier. Vielleicht kriegt ihr das ja auch hin, ungefähr die Reihenfolge vom letzten Mal zu machen. Hängt das einmal überall auf, sodass wir dann wieder so einen kleinen Gallery Walk machen. Genau, des Weiteren sind deine Bilder erstmal in verschiedensten Ausstellungen. Wo extra Leine und Das Beste ist eigentlich immer, wenn da nicht irgend so ein Lehrer steht, der den Schülern dann versucht, irgendwas zu erzählen, sondern wenn das von Gleichaltrigen erzählt wird. Ich jetzt als Zuschauer, sage ich bin 20, da hinkomme und ich sehe, dass das so eine bisschen jüngere Person vorstellt, dass es wirklich was Ernstes ist. Gegenüber von Leuten in meinem Alter ist es halt einfach mehr auf einer Ebene. Wir werden auch eine Kuratorenführung bekommen. Das ist aus dem letzten Jahr. Das heißt, da kommt dann extra derjenige, der das für Oldenburg geplant hat, aus Amsterdam her. Und die kann auch noch mal Hintergrundinfos zu den Bildern häufig mitgeben, die gar nicht im Katalog stehen. Bevor es dann in die Ausstellung geht, haben wir dann auch Zeit im Schloss. Es ist natürlich total interessant, das erste Mal hier zu sein. Die Bilder kennt man sonst nur aus dem Internet oder halt aus dem Katalog. Und jetzt das erste Mal zu sehen, wie die hängen und auch wie die Atmosphäre im Schloss ist total aufregend. Ich sehe auch Bilder, die ich davor nicht gesehen habe. Bilder sieht man in besserer Farbe, in besserer Qualität und die Bilder kommen einfach besser zum Vorschein. Man sieht so kleine Details, die man sonst im Buch richtig klein gesehen hat, nochmal viel deutlicher. Und man hat einfach das Gefühl, man kann es besser erklären, wenn jetzt hier Leute wären. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt mir nochmal so den letzten Kick, dass ich jetzt auch richtig Lust habe, die Bilder dann ab nächster Woche vorzustellen. Dann wird immer auch ein Gewinner eingeflogen. Right at grade 11 and photography class, I was like, this is what I want to do.
Ich finde auch großartig, wie viele Verbindungen und Kooperationen es gibt, auch in die Schulen hinein. Und man könnte ja denken, ja, wahrscheinlich dann in die Gymnasien oder ein herausgekriegtes Gymnasium. Nein, es sind auch vor allem die Gesamtschulen Kreinbrück und Flötenteich, mit denen hier zusammengearbeitet wird. Und das finde ich ganz großartig, dass man eben sagt, gut, wir sind hier mit dieser Ausstellung in der Stadt und wir nehmen das als Anlass, um eben auch in die Schulen hineinzugehen und die Kinder und Jugendlichen mitzunehmen. Gerade wenn man dann mal mit diesen persönlichen Schicksalen zu tun hat, dann geht das einem richtig nah. Und das ist dann eben, man lernt dann ganz, ganz viel, was man sonst im Unterricht einfach nie lernen würde. Viel mehr als einfach nur das Bild zu beschreiben. Man muss halt auf viel mehr achten. Nicht nur für die Führung, einfach an sich, um Bilder richtig zu verstehen. Ich lerne wirklich was, nicht in so anderen BBKs oder SNAG, wo ich dann Sport mache, was ich schon habe. Und das ist wirklich so mit aktuellen Themen. WordPress zeigt ja gerade, was häufig an einem vorüberzieht. Und deshalb finde ich es insbesondere wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und das ist natürlich besonders cool, die Möglichkeit dazu haben, Wissen selber zu erwerben, es aber dann auch wieder an andere weiterzugeben.